Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute von Münster nach Telchte und zurück durch die Emsauen und die Rieselfelder. Ich habe die Tour am Bahnhof wieder gestartet und fahre jetzt die Warndorfer Straße entlang und dann durchs Mauritzviertel zum Kanal. Das ist der Beginn des Prozessionsweges nach Telchte mit den Stationen des Kreuzweges. Den fahre ich jetzt aber nicht lang, weil das zu großen Teilen ein Fußweg ist, sondern ich fahre da vorne geradeaus in die Straße zum Guten Hirten. Da vorne geht es gleich über den Kanal. Hier geht es jetzt über die Umgehungsstraße. So, jetzt sind wir fast raus aus der Stadt und das nächste Ziel ist die Pleistermühle an der Verse. So, jetzt verlassen wir endlich Münster. Und hinter der nächsten Kurve ist schon die Pleistermühle. Die Erdbeerzeit ist eigentlich längst vorbei, aber hier unter den Gewächshäusern scheinen die noch zu wachsen. Es riecht jedenfalls sehr stark nach Erdbeeren. Da blühen auch welche. Sehr interessant. Ich bin inzwischen an der Pleistermühle angekommen. Das ist ein Restaurant-Café. Hier kann man Minigolf spielen. Und hier gibt es auch noch einen Kanuverleih. Das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Das ist toll. Riecht ziemlich nach Waschmittel hier und so sieht es auch aus. Es weht heute so ein leichter Wind und der kommt leider schräg von vorn, aber es ist nicht mehr weit bis Telchte und da biege ich dann ab und dann werde ich ihn wahrscheinlich im Rücken haben. Ist auf jeden Fall jetzt schon richtig ländlich hier. Da vorne muss man gleich einen Bauernhof umfahren und dafür geht es einmal kurz in den Wald. Ich bin jetzt wieder raus aus dem Wald und jetzt geht es bis Telchte durch die wunderschöne münsterländische Parklandschaft. Die Wege sind hier jetzt nur geschottert, aber für ein normales Fahrrad alles kein Problem. Ab und zu geht es dann mal wieder am Wald entlang. Das ist auch ganz schön, weil heute ist es schon recht warm und dann hat man ein bisschen Schatten. Ich bin jetzt inzwischen in Telchte angekommen und fahre gerade am Münstertor entlang und dort drüben steht noch das Denkmal für den Freiherr von Galen, der die Wallfahrt hier eingeführt hat. Und hier geht es jetzt direkt zum Marktplatz von Telchte durch die schöne Altstadt. Das ist jetzt der Marktplatz von Telchte und hier kann man sehr gut Pause machen. Ich fahre jetzt auf die Gnadenkapelle zu. Hier wird die Wallfahrt hingemacht zu dem Marienbild. Und unten an der Ecke gibt es noch ein schönes Eiscafé. Ich suche mir jetzt eine schöne Bank, wo ich auch Pause machen kann. Hinter mir fließt jetzt die Ems. Der werde ich gleich flussabwärts folgen. Und letztes Jahr da habe ich eine schöne Wanderung von hier gestartet. Die ging flussaufwärts bis Warendorf. Und der Weg, der beginnt hier. Das Video verlinke ich euch dann auch mal hier oben in der Infobox. Jetzt habe ich mir leider einen Platten gefahren und kein Flickzeug dabei. Ich habe erst gedacht, ich fahre mit dem Zug zurück. Das wäre ja ohne weiteres möglich gewesen von Telchte aus. Aber dann wäre ich ja jetzt gleich schon zu Hause und der Tag ist viel zu schön, um den dort zu verbringen. Also habe ich mich dazu entschlossen, den gleichen Weg zurückzuwandern. Ist auch schön. Es lohnt sich eigentlich auch nicht mehr zu flicken, weil der Reifen, der ist schon so alt wie das Fahrrad. Das ist der erste, der drauf war und das habe ich 2005 gekauft. Es wäre jetzt auch mal Zeit, alles auszutauschen. Sobald das Rad dann wieder in Ordnung ist, fahre ich die Tour nochmal und filme dann auch den zweiten Teil.
und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt bin ich schon ein Stückchen weiter als da, wo ich gestern aufgehört habe. Ich hatte ja eine Panne. Das hat sich als rausgebrochenes Ventil herausgestellt. Also das Ventil ist aus dem Schlauch rausgebrochen. Ich hätte also auch mit Flickzeug keine Chance gehabt, das zu reparieren. Naja, so hatte ich wenigstens noch eine schöne Wanderung gestern. Es war ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Aber es war wirklich sehr schön. Konnte ich die ganze Strecke mal ein bisschen genauer sehen. Sonst bin ich ja immer nur mit dem Fahrrad da entlang gefahren und man sieht einfach mehr, wenn man zu Fuß da entlang geht. Ne? Ich habe dann auch nur den Schlauch ausgetauscht, weil wenn ich einen neuen Mantel gekauft hätte, dann hätte ich den nach hinten gemacht und den von hinten nach vorne. Und das war mir jetzt ein bisschen zu viel Aufwand. Naja, und beim Einbauen habe ich mir schon gedacht, Mensch, hoffentlich klappt das mit dem Nabendynamo. Und siehe da, alles zusammengesteckt, funktionierte nicht mehr. Ich habe eine Stunde dran rumgewurstelt. Bin mir ziemlich sicher, es liegt irgendwie an den Kontakten. Aber ich habe den Fehler nicht gefunden. Jetzt habe ich es einfach zusammengebaut und setze mich da irgendwann nochmal dran in Ruhe. Dann funktioniert es ja meistens. So, ja, mal einen schönen Rastplatz mitten im Nichts. Da vorne geht es jetzt Richtung Ems. So, wir kommen jetzt zum Emshof. Das ist ein Biohof und ich glaube, hier kann man auch am Hof einkaufen. Ja, hier sieht es richtig ländlich aus und so riecht es auch. So, jetzt geht es zurück zur Ems. Da kommt ein Aussichtspunkt, wollen wir doch mal sehen, was es da zu sehen gibt. Das sind jetzt die Emsauen und da vorne windet sie sich auch durch die Wiesen. Gegenüber ist schon der Wassergraben von Haus Langen, das schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Und von hier aus kann man eine 1000-jährige Eiche sehen. Und da drüben ist sie. Und ansonsten ist hier die Mühle von Haus Langen. Haus Langen ist ein Wasserschloss oder ein ehemaliges Wasserschloss, ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, auch in Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden. Jedenfalls sehr idyllisch hier. Hier gibt es auch einen schönen kleinen Rastplatz. Hier könnt ihr alles über Haus Langen lesen, einfach das Video anhalten. So, kleine Korrektur zu vorhin, als ich auf dem Aussichtspunkt stand. Der Fluss, der sich da durch die Wiesen gewunden hat, das war nicht die Ems, sondern die Bever und die fließt dann in die Ems. So, wir fahren jetzt über die Bever und kommen auch gleich in den Ort Westbevern. Es gibt aber auch noch einen Ostbevern. Das ist jetzt die Bahnlinie Münster-Osnabrück und das da vorne müsste der Bahnhof Westbevern sein. Ich fahre jetzt den Emsauenradweg und da sind immer wieder so Tafeln aufgestellt, wo man irgendwas über die Fauna und Flora erfahren kann. Und diese Infotafeln sind immer so mit Pfählen gekennzeichnet. So, da ist auch schon die nächste Infotafel und da ist sogar eine Bank dabei. Setzen wir uns mal hin. Puh, ist ganz schön warm heute, aber ich wollte es gerne noch heute zu Ende bringen, weil morgen gibt es Gewitter und dann ein Wettersturz. Und ich fürchte, dann war es das auch mit dem Sommer. Deswegen genieße ich das heute noch mal richtig. Und weiter geht's.
Fast wollte ich hier noch einen schönen Schwenk über die Emsauen machen, aber es ist fast nur Maisfelder, wie überall im Münsterland. So, da vorne kommen schon die ersten Häuser von Füstrup. Damit ist der Weg durch die Emsauen jetzt erstmal zu Ende. Ich überquere gleich noch die Ems und dann geht es nach Gelmer rein und ich glaube, ich mache dann noch einen Abstecher in die Rieselfelder. Wenn ihr die Tour mal nachfahren wollt, ich habe davon wieder einen GPX-Track aufgezeichnet, verlinke ich hier oben meinen Blog, da findet ihr eine Karte und alle Infos zum Weg. Man kann jetzt hier am Kanal zurückfahren oder da vorne in die Rieselfelder abbiegen. Das mache ich jetzt. Ich bin jetzt schon fast durch die Rieselfelder durch, das habe ich aber nicht gefilmt, weil das habe ich schon öfter gemacht. Wen es interessiert, da verlinke ich euch mal hier oben ein Video. Ich fahre jetzt wieder zurück zum Kanal. Es geht einmal um diesen Mühlberg rum und dann ist man schon da und dann fahre ich zurück in die Stadt. Ja, wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss.